Und so beginnt es. Guten Morgen, guten Morgen, wir gehen in die Ferien. Guten Morgen. Erster Stopp, Neuschwanstein. Warum heißt das Neuschwanstein? Vielleicht finden wir das noch raus. Was ist ein Neuschwanstein? Weiß ich doch nicht. Was ist ein Schloss Neuschwanstein? Ein Schloss? Schauen wir uns mal an. Unser erstes Ziel, Schloss Neuschwanstein. Sehr gespannt auf das wunderschöne Schloss. Ich wollte da schon lange mal hin und war da noch nie. Kurzer Zwischenstopp hier am Lerchfall heißt der. Sehr schöner Ausblick hier auf den Wasserfall und wir sind umgeben von wunderschönen dunkelgrünen Wäldern. Hallo! Jetzt stehe ich hier vor dem schönen Wasserfall und auf der anderen Seite eine wunderbare Schlucht. Schaut mal da runter hier, diese Schlucht, das sieht super aus. Total coole Schlucht. Super Ort hier. Was macht denn der Maximilian da in dem Berg drin? Wir warten auf den Bus nach Neuschwanstein. Und, gefällt's dir? Ja. Bist du auch gespannt auf das Schloss? Ja, es ist ein cooles Schloss, das sieht man schon. Wir haben es schon gesehen von weitem, sind jetzt gespannt, wie es dann nachher tatsächlich aussieht. Man kann ja nur mit dem Bus dahin, aber immerhin günstig, nur 7,50 €. Brücke oder Schloss zuerst? Das ist hier die Frage. Was zuerst, Brücke oder Schloss? Schloss. Wir sind auf der Brücke und schauen auf das Schloss. Die Aussicht ist wirklich unglaublich hier. Unglaublich schöne Sicht auf das Schloss. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Schloss Neuschwanstein. Wir tanzen da hinten rum. Die Aussicht von der Brücke, die war ja wirklich bombastisch. Das hat ein super Bild gegeben. Und jetzt bin ich gespannt auf das Schloss. Die Aussicht hier ist wirklich bombastisch. Zieht euch das rein. Wir wollten ins Schloss, aber man glaubt es nicht. Man müsste hier 6 Stunden warten, bis man rein kann. Ich finde, das hat ja gar nicht so viele Leute und man könnte da eigentlich problemlos auch reingehen, aber 6 Stunden warten? Spinnen die? Das ist mir dann doch zu lange. Müsste man wohl vorreservieren. Schaut euch das mal an. Auch von außen sieht das ziemlich cool aus hier. Schaut euch den Souvenirshop an, da hat es mega coole Sachen drin. Riesige Bierkrüge, tolle Kaffeesets und Schwarzwalduhren. Ja, ich hatte mal so eine. Ich habe keine Ahnung, wo die hingekommen ist. Und Ava Girl mit den kleinen Puppen. Und jetzt geht's weiter nach München. Nach München. Und ich freue mich schon sehr darauf. Uppi! Man könnte meinen, wir sind zurück in den USA, weil was wir hier bekommen haben, ist ein Texas Smoky Burger. Der sieht ja schon lecker aus. Wir sind in München angekommen und hier ist unser Zimmer. Also ich gehe jetzt mal hier kurz ins Zimmer. Also da haben wir ein Bett
ein Bett und dann haben wir da noch ein Bett. Da hat es auch eine Terrasse. Ich gehe mal hier auf diese Terrasse. Also hier die Terrasse. So sieht das hier aus. Frisch angekommen in München. Natürlich ein bisschen außerhalb, aber als nächstes gehen wir dann nach München in die Stadt. Wir sind zwar schon ein bisschen müde, aber den Marienplatz lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Auch im schönen Abendlicht, wunderbar hier. Wir sind jetzt hier im Ratskeller München und ich werde hier mal den Münchner Zwiebelrostbraten versuchen. Das klingt doch echt lecker. Und was hat wohl AvaGirl bestellt? Ich habe Chicken Nuggets bestellt. Was könnte man in München anderes trinken? Ein Weißbier. So sieht die Haxe aus. Ja. Und jetzt das Dessert. Schokoladenmousse-Torte mit Kaffee. Und ich glaube, damit schließen wir den Tag von heute ab. Tag Nummer 2 auf unserer Deutschlandreise. Und heute auf dem Programm sicher ein Besuch im englischen Garten. Das Wetter ist wunderbar. Wir schauen uns das Deutsche Museum an. Sehr gespannt auf die technischen Dinge, die es da gibt. Aber erstmal Frühstück. Auf geht's in die Stadt mit dem Zug. Wow! Voll erwischt. Auf dem Weg zum Deutschen Museum diese wunderschöne Muster hier gefunden. Das gehört hier irgendwie zu diesem Karl-Valentin-Museum. Jetzt geht es weiter Richtung Deutsches Museum. Jetzt vor dem Deutschen Museum. Da gehen wir jetzt rein. Was gibt es denn da zu sehen? Ich glaube elektrische Werke oder so. Das schauen wir jetzt mal an. Ja. Ich war gerade in diesem Souvenirshop hier, bevor wir ins Museum gehen, und da hat es so coole Bücher drin. Die Dummy-Bücher für AvaGirl, die Physikbücher für mich mega spannend, Steine und auch dieser Kommunikator aus Star Wars hat es da. Also wirklich tolle Sachen hier in diesem Souvenirshop. Lohnt sich auf jeden Fall. Sieht schön aus, oder? Schaut euch mal die Schiffe an. Das ist schon echt cool hier im Schiffsbereich. Hättet ihr das gedacht, dass auf diesen Luxusschiffen sogar extra eine Laterne für französische Hunde oder ein New Yorker Hydrant für amerikanische Hunde mitgenommen wurde? Ein Prachtstück, dieses Boot. Wir sind jetzt in der Grube. Der Kohlebergbaugrube, und hier der Bergbauarbeiter, den sieht man da, und da unten die Bergarbeiterin. Ich finde das hier gut. Es war jetzt echt spannend in dieser Kohlegrube, die ja nachgebaut ist. Die ist auch ziemlich lang, und AvaGirl hat dann auch ein bisschen Schiss gehabt in dem langen, dunklen Raum. Und wenn man sich vorstellt, dass die früher da drin gearbeitet haben und den ganzen Tag da drin waren, schlechte Luft, heiß, sehr eng, sehr tougher Job.
Jetzt sind wir plötzlich in der Zelle drin. So sieht das aus, in einer Zelle drin. Da gibt es verschiedene Teile, zum Beispiel den Teil da unten, den Avagirl-Teil in einer Zelle. Und dann hat sie hier so verschiedenes Zeugs. Ich finde ja das Ding hier, die Mitochondrien in der Zelle, das sieht ja cool aus. Der Arbeitsraum von Galileo, direkt hinter mir. Der Physikteil ist natürlich recht interessant. Hier kann man einiges ausprobieren und das gefällt vor allem Avagirl sehr. Wenn wir das in der Schule haben, ist das wahrscheinlich mein Lieblingsfach. Physik? Echt? Ja, ich glaube schon. Hier kann man sehen, dann in Nochmal? Guck mal auf die Lampe. Der funktioniert mit Solarenergie. Schaut euch mal diesen SUSE-Computer hier an, die Rechenmaschine. Ein Riesenteil ist das. Also hier nun der Eingang in den englischen Garten, der nächste Ort, den wir besuchen. Ein bisschen noch nicht ganz im Kern, aber wir finden den schon noch. Ziel ist auch, dass wir hier irgendwo so einen Biergarten finden und dann mal hier ein Weißbier genießen können. So, ich übernehme jetzt meinen Kanal von Papa. Er ist am Laufen neben mir, aber ich wollte unbedingt filmen. Und ich will auch Peterlo fahren, aber er kann nicht. Und jetzt gehen wir mal in ein Restaurant. Weißbier, Weißbier. Und er will Weißbier. Guck mal die Vögel an. Was für ein schöner Ort am See und genüsslich ein Weißbier. Guten Appetit. Na, wie war es denn im Museum? Was hat dir denn am besten gefallen? Physik. Physik gefällt dir? Man kann am meisten Sachen ausprobieren und man lernt viel. Wir sind auf dem Tretboot. Ich bin jetzt auf dem Tretboot und lasse Avagirl hier die ganze Arbeit machen. Nein, nur Spaß natürlich. Natürlich helfe ich mit, indem ich hinten sitze. Nein, ich helfe ja mit, später vielleicht. Erstmal eine Runde fahren. Die Sonne ist auch gerade weg, es ist also gar nicht so heiß im Moment auf dem See und sehr schön hier auf dem kleinen See. Wir drehen eine Runde um die Insel. Guck mal die Insel an. Um diese kleine Insel rum. Es ist so gemütlich auf dem Boot. Dieses Ego, ich will auch einen Schirm. Wir hatten gerade unglaublich Glück. Gerade sind wir mit dem Boot zurück. Da hat es angefangen zu regnen hier. Und ja, wir waren aber zum Glück schon nicht mehr auf dem Boot und waren dann auch im Trockenen. Und dann ist noch was Unglaubliches passiert. Da haben die mich interviewt vom RTL Nachtjournal, was ich zum Wetter meine. Ob es zu warm ist oder ob der Regen gut ist. Und was wir für Tipps haben, um sich abzukühlen. Ob das jemals ausgestrahlt wird, weiß ich nicht. Wir haben es auch interviewt. Ein Blick in den Süden Deutschlands, kurz nach 18 Uhr im englischen Garten. In München angenehme 27 Grad. Endlich Regen. Jetzt die Abkühlung hier kurz. Tut ja auch gut. So, das war jetzt ganz lustig. Noch kurz ein Schnitzel gegessen. Das war mega lecker. Eine Avagirl mit der leckeren Crepe. Und die war köstlich. Ich hatte aber nur ein Dessert. Und jetzt zurück ins Hotel. Und ja, bis zum nächsten Video. Nicht vergessen, Daumen hoch geben und abonnieren. Tschüss. Tschüss.